Wir sind in einer Wüste, genauer gesagt in der Gorafe-Wüste Andalusiens, so ein knappes Stündchen nordöstlich von Granada. Hier und in dieser Region werden wir uns heute und in den nächsten Tagen umschauen. Los geht's nach dem Intro. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast 4 Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan auf der Iberischen Halbinsel unterwegs. In der letzten Woche waren wir in Granada und haben vor allem über das berühmte Wahrzeichen der Stadt, die Alhambra, gestaunt. Wir waren aber auch in den Bergen der Sierra Nevada und haben dort bei Eiseskälte im Schnee übernachtet und unsere Wasserpumpe ausgetauscht. Im heutigen Video sind wir nun also in der Wüste und genießen das komplette Kontrastprogramm. Wir entspannen in der Sonne, gehen auf eine ausgiebige Erkundungstour, manövrieren unseren Camper an einer Klippe entlang, relaxen in heißen Quellen und vieles mehr. Los geht's! Es sieht richtig spektakulär hier aus. Wir sind schon seit 2 Tagen hier. Da war es aber gar nicht so schön. Da hat es noch geregnet und es war viel, viel kälter. Und es war allerdings auch sehr viel leerer. Also es war definitiv weniger Autos hier. Und jetzt ist aber die Sonne rausgekommen und es ist so warm. Es sollen heute bis zu 25 Grad werden. Ja, zum ersten Mal so warm. Genau. Und das genießen wir heute ein bisschen. Was echt ein bisschen skurril ist, hier ist es ja heute super warm und wir stehen eben in dieser Marslandschaft, in dieser Wüstenlandschaft. Aber da vorne schräg hinter mir können wir die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada sehen. Wir sind echt gar nicht so weit weg und das sind eben, ich glaube, 3000er und die sind halt voller Schnee. Das sieht echt ein bisschen skurril aus. Ich wünschte, wir hätten Eis, aber wir haben gestern alles aufgegessen. Wir waren zu gierig. Wir hatten Salzkaramelleis mit frischen Himbeeren. Sometimes love is a river running strong, moving like a wave through a rocky riverbed. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning, laughing, twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. Hier vorne am Aussichtspunkt vorbei führt eine Straße noch weiter rein runter in den Canyon.
Na, es ist mehr so eine Schotterpiste und ich weiß nicht so recht, ja, wie gut die zu befahren wäre mit dem Auto. Auf Park4Night sind weiter unten auch noch Stellplätze markiert, aber das sind dann ja nur 4x4-Plätze. Deswegen befürchte ich so ein bisschen, dass das ja nicht gut zu befahren ist. Und ich habe mir überlegt, ich fahre jetzt einfach mal mit dem Fahrrad darunter und gucke mich da ein bisschen um und schaue, ob das was ist, um da auch mit dem Camper runterzufahren. Du bleibst hier? Ja, leg mich vielleicht gleich in die Sonne. Kann ich verstehen. Gut. Bis später. Das macht echt super viel Spaß. Es ist absolut beeindruckend, diese Landschaft. Die verändert sich auch ständig. Also je weiter man hier in diese Wüstenlandschaft, in diesen Canyon reinfährt, desto anders sieht es aus. Ich bin hier jetzt gerade an einem Aussichtspunkt, wo ich sage vor mir, es sieht aus wie am Grand Canyon. Es ist wirklich beeindruckend, super schön. Die Straße ist so, dass ich sage, das muss mit dem Ducato nicht unbedingt sein. Ich habe gerade gedacht, wenn wir zurück in Tadschikistan wären und das wäre jetzt halt der Weg, wo wir lang müssten, dann würden wir damit irgendwie zurechtkommen. Aber wenn es nicht sein muss, dann sollte man sich das, glaube ich, lieber sparen mit dem Ducato. Da ist das Fahrrad der bessere fahrbare Untersatz. Ich bin jetzt 9 Kilometer reingefahren hier runter, knapp 300 Meter runter. Also ich bin sehr froh, dass mein Fahrrad einen Motor hat, dass ich mich da gleich nicht wieder hochquälen muss. Aber ja, wie gesagt, es macht richtig Spaß und das Wetter ist natürlich einfach ein Traum heute.
Ach, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, wir müssen ja sagen, so ehrlich müssen wir zu uns sein, wir nutzen die Fahrräder momentan noch doch deutlich seltener, als ich gedacht hatte, auch als ich eigentlich hoffe. Aber ja, dafür gibt es halt mehrere Gründe. Einer ist, wir sind faul. Also auch da müssen wir so ehrlich sein, das ist Teil der Wahrheit. Wir haben nicht immer richtig Lust, all den ganzen Quatsch da hinten abzubauen und dann danach wieder drauf zu bauen. Ein zweiter ist aber auch, dass wir ja normalerweise immer mit unserer großen Kamera filmen, mit unserem Gimbal filmen, und das sind alles Sachen, die ich ja auf dem Fahrrad einfach nicht wirklich dabei haben will, weil ich Angst habe, dass die kaputt gehen. Und ja, drittens ist es sicherlich auch, dass wir halt fast jeden zweiten Tag irgendwie woanders sind. So irgendwie auf dem Campingplatz könnte man das ja einfach mal alles unten stehen lassen, griffbereit. Hier müssen wir halt wirklich jedes Mal alles auf- und abbauen. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei Punkt 1. Wir sind ein bisschen faul, manchmal, was das angeht zumindest. Naja, aber wenn wir sie dann mal abbauen und losziehen mit den Bikes, macht es immer richtig viel Spaß. Also ich bin froh, dass wir sie dabei haben, definitiv. Auch wenn wir sie nicht so häufig nutzen. Und dass es auch gar nicht immer die große Vollformatkamera mit Gimbal und Co. sein muss, hat der Fahrradausflug eigentlich ganz gut bewiesen. Den habe ich nämlich fast komplett mit dieser kleinen Actioncam hier gefilmt. Wenn ihr unsere Videos schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr bereits, dass das die Insta360 One AS ist, die modulare Actioncam, mit der wir auch all unsere Fahraufnahmen mit dem Camper filmen. Also wann immer ihr Aufnahmen seht, die bei uns vorne durch die Windschutzscheibe gefilmt wurden, haben wir die mit dieser Kamera hier gemacht. Wir lieben das Teil. Es ist ohne Frage die beste Actioncam, die wir jemals hatten. Nicht nur, weil die Bildqualität top ist und die Stabilisierung überragend, sondern auch, weil man sie mit unterschiedlichen Objektiven bestücken kann. Standard ist das 4K Boost Objektiv, aber das kann man zum Beispiel auch gegen ein 360-Grad-Modul wechseln, mit dem man dann 360-Grad-Aufnahmen machen kann. Also Aufnahmen, bei denen nicht nur der Selfie-Stick wie durch Magie unsichtbar gemacht wird, sondern bei dem man im Nachgang, also nachdem man gefilmt hat, noch entscheiden kann, in welche Richtung die Kamera denn eigentlich gucken soll. Wenn ihr wissen wollt, wie das genau funktioniert, dann schaut mal bei Insta360 auf der Webseite vorbei oder schaut euch gerne auch das komplette Video an, das wir über die One AS gemacht haben. Das verlinken wir euch hier irgendwo nochmal. Und wenn ihr sagt, genau so eine Kamera, die möchte ich auch, dann klickt für die Bestellung auf unseren exklusiven Link unten in der Videobeschreibung. Denn darüber gibt es zu jeder Bestellung im Insta360 Shop noch ein gratis Geschenk für euch obendrauf. Das ist aktuell eine zusätzliche Akkubasis im Wert von fast 35 €. Das lohnt sich also definitiv. Guten Appetit. So, wir haben jetzt noch so einen halben Tag lang hier die Sonne genossen und die Aussicht, aber jetzt fahren wir weiter zu einem Stausee, wo es heiße Quellen geben soll. Also, schauen wir mal. Und guck mal, wer am Steuer sitzt. Ja. Tina versucht sich mal wieder. Sehr cool.
Na, wie fühlt sich's an? Das erste Mal Autobahn in wie vielen Jahren? 10? Autobahn, seit ich die Fahrschule verlassen habe. Ja, also 10, oder? Also ein Geheimtipp sind die heißen Quellen hier nicht. So viel können wir schon mal sagen. Es ist gut was los. Sehr viele Wohnmobile. Und ich war auch schon unten am Wasser, habe das Becken gesehen. Aber ich habe die Kamera mal stecken lassen, denn mich haben direkt zwei nackte Hintern angelächelt. Da wollte ich dann nicht unbedingt filmen. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir irgendwo in der Nähe einen Stellplatz finden, wo wir dann heute Nacht schlafen können. Und dann werden wir entweder heute Abend zum Sonnenuntergang oder morgen früh mal zu diesem Wasserbecken gehen und uns das anschauen. Du wirst überrascht sein, wie warm das ist. Ist nice, ne? Mm. Schön. Sieht richtig cool aus. Ja, Ja. willst du mir? Ja. Ja, ne? Sag ich mir. Können wir das empfehlen hier? Ja, gut. Super. Guten Morgen, wir sind vorgestern Morgen dann vom Stausee hierher gefahren nach La Pesa, da wir eine Fähr- und Entsorgungsstation brauchten. Die gibt es hier auf diesem kleinen, süßen, städtischen Stellplatz. Hier haben wir jetzt schon 2 Tage verbracht und einerseits die schöne Aussicht und das tolle Wetter genossen und andererseits an unseren Laptops gearbeitet.
So wirklich viel rumgelaufen sind wir hier jetzt bisher nicht, aber wir haben uns sagen lassen, dass es hier ein paar nette Spaziergänge über die umliegenden Hügel gibt. Vielleicht machen wir das noch, aber nicht mehr jetzt. Jetzt beenden wir das Video. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, mit uns mal wieder ein Stück Andalusien zu erkunden. Die Gurafe-Wüste ist in jedem Fall ein wirklich einzigartiges Ziel. Wir hören immer wieder Leute sagen, die Spanien sei die USA Europas, weil es hier so viele unterschiedliche, besondere Landschaften gibt. Und ja, mit jeder Woche, die wir hier mehr unterwegs sind, können wir das mehr und mehr nachvollziehen. Wir haben das ja schon im Norden des Landes gesagt, dass wir im Vorfeld gar nicht so die Ahnung hatten, wie schön und wie unterschiedlich die Landschaften hier in Spanien sein können. Und das setzt sich jetzt hier im Süden des Landes definitiv fort. Wir sind ja sehr gespannt, was noch vor uns liegt in den nächsten Wochen an der Mittelmeerküste. Dazu dann in der nächsten Woche mehr. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr unten auf den Daumen hoch oder auch auf den Abonnieren-Button klickt, würde uns das sehr, sehr freuen. Genauso, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, vielleicht ja mit Empfehlungen und Tipps und Zielen, die wir an der Mittelmeerküste jetzt in Spanien nicht verpassen dürfen. Wir sind gespannt auf eure Tipps. Und damit jetzt endgültig ciao. Macht super viel. Mann, Tina! Nur weil wir auf der anderen Seite sind. Halt wahrscheinlich gar nicht zu sehen, weil du so nah am Steuer dran bist. Viel zu weit vorne. Ja, wir können das hier empfehlen. Ja. Oh, ist voll schön, ey. Und die Umgebung auch. Wo ist es, das Monster von Loch Ness?